Hallo ihr Lieben, weil mein Winterspecial immer sehr international ist, gibt es diesmal eine türkische Variante und zwar Feigenkekse. Für den Teig braucht ihr Puderzucker und Vanille, Öl, Joghurt, Mehl und weiche Butter. Für die Füllung etwas Wasser, getrocknete Feigen und Walnüsse. Und eine optionale Zutat, und zwar Soletti für die Stiele der Feigen. Zuerst bereiten wir die Füllung vor und dafür entfernt ihr die Stiele der Feigen und schneidet sie in möglichst kleine Stückchen. Zerkleinert die Walnüsse und zwar so, dass hier und da ein paar gröbere Stückchen übrig bleiben. In einen kleinen Topf gebt ihr jetzt das Wasser und die klein geschnittenen Feigen und stellt das Ganze auf den Herd. Die Zutaten kurz aufkochen und danach die Hitze reduzieren auf Stufe 4 bis 5 von 9 und so lange kochen, bis die Flüssigkeit aufgesogen ist und die Feigen weich sind. Danach nehmt ihr sie vom Herd und zerquetscht die Feigen mit Hilfe einer Gabel. Das muss nicht ganz fein sein, wenn hier und da ein kleines Stückchen dabei ist, ist das absolut okay. Und fügt anschließend die gehackten Walnüsse hinzu. Am Ende habt ihr so eine Paste und die deckt ihr jetzt ab und stellt sie zur Seite, denn jetzt wird der Teig vorbereitet. Dafür braucht ihr weiche Butter, Puderzucker und Vanille und Öl. Diese Zutaten kurz miteinander verrühren und erst dann das Joghurt hinzufügen. Das Mehl jetzt nicht einfach hineinkippen, sondern portionsweise hinzufügen. Das ist bei solchen Teigen wichtig, denn es kommt immer auf die Beschaffenheit eurer Butter und auch auf die Mehlsorte drauf an, wie viel ihr am Ende wirklich benötigt. Bei mir sind es meistens 550 Gramm, aber wie gesagt, ich mache das gerne per Hand und ich mache es wirklich schrittweise. Und wichtigster Tipp aller Zeiten, wenn es um Mürbeteig geht, nicht zu lange kneten. Sobald sich ein Teigklumpen geformt hat, der nicht mehr am Schüsselrand klebt, hört ihr auf. Denn wenn ihr zu lange knetet, trennt sich das Fett von den anderen Zutaten und der Teig ist brandig. Ihr könnt mit ihm dann nichts mehr anfangen. Wenn er so aussieht, also nicht mehr klebt am Schüsselrand und trotzdem schön weich ist, ist er bereit. Deckt ihn mit Frischhaltefolie ab und stellt ihn kurz zur Seite, bis ihr alles andere vorbereitet habt. Ihr müsst ihn aber nicht in den Kühlschrank stellen, denn er wird sofort verarbeitet. Bereitet jetzt ein Stück Frischhaltefolie vor und am besten einen Esslöffel oder einen Kaffeeportionierlöffel wie diesen hier. Dann habe ich hier den Teig und natürlich meine Füllung und los geht's. Damit alle Kekse gleich ausschauen, entnehme ich immer einen vollen Kaffeemesslöffel vom Teig, forme daraus eine Kugel und lege mir diese auf die Frischhaltefolie. Mit meinen Fingern drücke ich diese Kugel flach und zwar so, dass am Ende eine kleine Platte entsteht, die ist ungefähr 2 bis 3 mm dick. Auf die Mitte der Platte lege ich jetzt einen Teelöffel von der Füllung und mit Hilfe der Frischhaltefolie drücke ich den Teig nach innen hin. Ziehe ihn mit den Fingerchen nach oben hin zusammen, damit er schön verschlossen ist und jetzt kommt die Frischhaltefolie zum Einsatz. Ihr wickelt das Bällchen auf diese Weise in die Folie ein und dreht sie am oberen Ende möglichst fest zu. So bekommt ihr am Ende diese Linien und das Ganze erinnert dann auch vom Aussehen her an eine Feige. Hoffentlich. Herausnehmen, begutachten und auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen und auf diese Weise fahrt ihr fort, bis ihr den ganzen Teig und die Füllung verbraucht habt. Sollte der Teig an der Folie kleben, könnt ihr diese ein bisschen bemehlen. Eigentlich sind die Kekse fertig, aber ich breche gerne die Enden von den Solettis ab und stecke diese in die Feigenkekse hinein, denn so haben sie am Ende auch Stiele. Gebacken werden sie bei 180 Grad Ober-Unterhitze für ungefähr 25 Minuten. Achtet darauf, dass sie oben nicht zu dunkel werden, sondern nur eine leichte Bräune annehmen. Auskühlen lassen und mit Puderzucker bestreuen. Das war's auch schon. Diese Kekse zählen definitiv zur Kategorie super mürbe, weil sie wirklich im Mund zerfallen und durch diese saftige Füllung ist es einfach eine herrliche Kombination.
Also probiert es aus und schreibt mir im Kommentar, ob es euch gefallen hat. Und wenn euch die Küchenschürze aus diesem Video gefallen hat, dann findet ihr diese im Shop auf meinem Blog. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Plätzchen-Video.